Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video von uns. Wir sind wieder in München und vielleicht kennt ihr ja die Sarah noch. Beim letzten Video hast du, glaube ich, dein Corrado vorgestellt. Das war, glaube ich, das letzte Video. Ja, ich glaube schon, ja. Und heute stellt die Sarah ihren wunderschönen Zweier Golf vor. Bevor wir aber mit deinem Auto anfangen, vielleicht jetzt gerade für die Leute, die das erste Mal jetzt zuschauen, würdest du dich dann kurz mal vorstellen, wer du so bist und was du so machst? Ich bin die Sarah, bin 31 Jahre jung, Kfz-Techniker-Meisterin und komme aus München. Und meine Autos oder generell Autos sind mein Leben, meine Leidenschaft. Genau. Wie viele hast du jetzt? 9, glaube ich, mit Motorrad. Es ist schon eine ordentliche Sammlung, Ja. oder? Hast du dann zu Hause eine riesengroße Garage? Oder? Ja, eine Halle. Eine Halle Genau, gleich? Halle und Garage, ja. Tipptopp. Garagen. Und heute stellst du uns deinen Mein wunderschönen Zweier Golf vor. Also ich muss erst mal sagen, der schaut optisch aus wie neu. Also tipptopp gepflegt, auch der Lack einwandfrei, der schaut aus, als wäre er gerade vom Band gelaufen. Passt, ja. Würdest du als allererstes mal ein bisschen was zum Auto erzählen, so kleine Facts? Also ich habe das Auto damals noch original mit 18 Jahren bekommen von einem älteren Ehepaar, das bei uns im Haus gewohnt hat. Das war natürlich super, weil da war ich 17,5 und die haben das Auto eben abgegeben und dann kam ich so zu diesem Auto. Wie man sieht, also die Kenner wissen es wahrscheinlich, es ist ein Vor-Facelift, Baujahr 86. Zu erkennen an den Spiegeln zum Beispiel, die nicht hier vorne sind, sondern hier hinten. Eigentlich hat er die kleinen Stoßstangen dran. Also vorne und hinten dann... Genau, das sind die GL-Stoßstangen. Die habe ich umgebaut. So, sorry, heute ist hier ein bisschen laut. Wir sind nämlich gerade am Forschungszentrum und jetzt kommt gerade Der nächste. noch ein. Wir machen gerade Frühjahrsputz in den Parkhäusern. Deswegen müssen wir mal ab und zu mal aufhören zu filmen, weil es sonst zu laut für euch wird. Muss so Zweier-Z-Musik drüberlegen. Stoßstangen, wie gesagt, kleine Stoßstangen eigentlich. Ich habe auf GL-Stoßstangen umgebaut, auch mit der GTI-Lippe. Genau, also die breite Lippe. Der ist schon vorne ordentlich tief. Ja. Ja, Ja, das ist schon... Meine Hand passt noch drunter, aber... ja, aber im Rahmen passt doch alles. Also, weil das ist mir schon wichtig, dass da nichts Rahmen geschnitten werden oder so. Ich hatte nur ein Problem. Ursprünglich habe ich einen H&R Cup Kit verbaut gehabt mit 35 mm Tieferlegung. Das war das erste. Da hatte ich auch eine andere Reifengröße drauf auf den Felgen. Und ganz davor hatte ich die Zweier Golf GTI einteiligen BBS-Felgen drauf. Ach, wunderschön. Genau. Und dann habe ich mich eben für die entschieden. Das sind hochglanzverdichtete Zenderfelgen. Aber ich muss sagen, die passen optisch auch ziemlich gut jetzt zum Auto. Hat so ein bisschen Gullidecke-artiges Design, aber fehlt dem Auto. Ja, ähnlich wie Ja, die Turbofan. heißen Zender Turbo. Schauen schon geil aus. Ähnliche Felgen kommen auf meinen zweiten Jetta, beziehungsweise sind auf meinem zweiten Jetta auch schon drauf, der auch eine ähnliche Farbe hat. Aktuell ist ein H&R, muss ich überlegen, ich weiß jetzt nicht genau, ob es ein Twin-Tube oder das Monotube ist. Ist verbaut, soll aber nächstes Jahr ein anderes reinkommen, Rebound, weil da das Auto so tief ist, habe ich hinten keine Vorspannung mehr. Ey, aber Ja. du baust auch alles selber an deinem Ich Auto baue dann alles um. selber, ja, alles selber. Das Einzige, so lackieren, mache ich nicht. Aber kommt mal her und schaut euch mal den Lack an. Wie viele Kilometer hat der jetzt runter? 190.000. Den müssen wir uns auf jeden Fall nachher nochmal von vorne anschauen. Welches Baujahr ist der? 86. Weißt du, wo die Zweier vielleicht immer so ihre Probleme haben, wo sie gerne mal rosten? So bestimmt an Schwellern? Ja, also wenn sie die GT-Verbreitung oder die GT-Verbreiterung drin haben, gammeln sie gern unten drunter. Dann, ja gut, Schweller sowieso. Hinten Heckklappe, vorne Scheibenrahmen ist noch ganz gern. Da gammeln die durch.
Genau hier, den habe ich auch schon mal machen lassen. Also der hat nur angefangen, der hat hier angefangen zu glühen und dann habe ich halt die Scheibe rausgemacht und habe es machen lassen, damit da eben ja nichts passiert. Aber so auch jetzt Motor habe. Fährst du viel mit dem Auto? Ja, Weil der schaut jetzt schon so aus, als wenn er jetzt, sag ich mal, Nein, nicht oft also, bewegt wird und nicht im Winter. also Winter nicht, deswegen auch mein E30, mittlerweile E36 im Winter, weil der E30 auch zu schade wurde und so. Ist jetzt halt ein bisschen quer vorne im Winter. Genau, also wenn im Winter, dann Heckantrieb, definitiv. Das muss schon sein. Wenn dann richtig. Also ich bin den, wo ich 18 war und der noch original war, bin ich den 1 oder 2 Winter gefahren und dann kam das erste Winterauto. Dann haben eben auch die Umbauten angefangen. Was hast du jetzt am Auto noch alles umgebaut, dass wir uns nochmal von vorne nach hinten durcharbeiten? Also Stoßstangen haben wir ja schon gesagt. Mhm. Die Scheinwerfer sind Klarglas, genauso wie die Blinker und im Hinten eben das gleiche. Also da sind auch Rückleuchten von Klarglas drin. Im BTI-Style quasi, weil es gab ja beim BTI die schwarz-roten Rückleuchten. Die hatte ich davor drin und jetzt eben die Klarglasrückleuchten. Fächerkrümmer, Edelstahlabgasanlage, komplett durchgehend. Also eigentlich ist der Krümmer und der Cut ist auch Edelstahl, inklusive Anlage komplett von Novus. Und dein Emblem, wo ist das Das ist auch weg, genau. Ich habe quasi hinten die Embleme weggemacht und geklebt. Schaut schon sehr stimmig aus. Ich finde, der Zweier Golf ist ein schicker Klassiker, den man irgendwie leider viel zu selten jetzt auf der Straße nur noch findet. Also die meisten wirklich. sind wahrscheinlich weggerostet oder halt Liebhaber. Ja. Aber mittlerweile kommen sie eigentlich schon wieder und ist eigentlich begehrtes Auto, weil einfache Technik und nur nicht solche Preise wie E30, E36. Was hast du jetzt für eine Maschine drin? 1,98 PS GX KE-Chatronic. Willst du da noch irgendwas machen? Ja, oder? scharfe Nockenwelle eventuell, leichtere Hydrostößel, aber da bin ich mir noch unsicher. Das kommt irgendwann. Machst du das dann auch alles Ja, selber? alles selber. Geil. Und der wohl mal drunter gucken? Ja, aber das ist nicht wirklich sauber. Das ist nicht schlimm. Mengenteiler, KE-Chat. Hat der Zweier Golf auch jetzt, sag ich mal, irgendwelche Motorprobleme, wo du sagst, das geht immer mal? Je nach Motor kann man nicht pauschalisieren. Also der 1.8er hat jetzt keine Probleme, wo die du sind sagst... eigentlich sehr robust. Das ist, glaube ich, so Technik über so eine Stauklappe mit Unterdruck, ne? Und Genau. dann regelt er die Menge. Genau, richtig, ja. Wenn da halt mal was ist, dann ist scheiße. Also ich hatte ja das Problem dieses Jahr, dass ich ja mit der Jule Fotos machen wollte und dann hat er gesagt, nee, ist nicht. Ich habe heute... Also er hat davor schon immer gezickt gehabt, dass er ausgegangen ist und dann habe ich schon gedacht, scheiße, was ist das? Und Sprit und es ist bestimmt der Mengenteiler und dann alles schon zerlegt und ausgebaut. Im Endeffekt war es der Verteilerfinger. Was man dazu sagen muss, ich habe schon geschaut, ob ich einen Funke habe. Ich hatte auch einen Funke, aber der war wahrscheinlich zu schwach oder kam irgendwie. Ja. Die Dome, die schauen auch alle noch tipptopp aus. Also Das ist auch noch eine Krankheit, kein aber Rost. hinten. Also manche Zweiergolfs gammeln hinten gerne. Das kann ich euch bloß nicht zeigen, weil ich meinen Kofferraum auch ausgebaut habe. Aber sonst so schaut alles... War noch nie demontiert, die Koffer. Nee, sieht man auch hier an den Schrauben, das schauen alle noch. Das Einzige, er hat vom Vorbesitzer mal eine neue Dachhaut bekommen, weil er bei uns an der Tiefgarage am Dach, also am Tor hängen geblieben ist. Aber ich habe alles. Ich habe den originalen Kaufvertrag noch vom Vorbesitzer. Ich habe die originale Rechnung, wo er bei VW das hat machen lassen. Das habe ich alles. Ich habe alle Unterlagen. Also ist das Auto jetzt bei dir zweite Hand, oder? Dritte Hand, glaube ich, bin ich. Aber er ist noch auf meinen Papa angemeldet. Aus dem Grund, weil ich sonst ein anderes Kennzeichen kriege und ich will das Kennzeichen behalten. Ja, verständlich, das kenne ich. Nice. Die Lackfarbe jetzt von deinem Auto? Das ist Antilopenbraun. Deswegen auch der Deswegen Name. Antilopenbeschleuniger auf Können Instagram. wir ja gleich Genau. mal einblenden. Also gehen wir mal in den Raum. Genau. Dürfen wir uns deinen Innenraum Ja. mal anschauen? Nein. Einmal reinkommen. Was mir vorhin als allererstes aufgefallen ist, guckt mal, wer da unterschrieben hat. Der Reuter. Genau. Wie kam es eigentlich dazu? Dass ich am Red Bull Ring war. Zweimal schon. Beim ersten Mal habe ich mich nicht getraut, ihn zu fragen. Beim zweiten Mal hätte ich es auch nicht getraut, wenn nicht alle gesagt haben, jetzt lass es dir doch nicht ein zweites Mal durch die Lappen gehen. Und dann bin ich halt wie so ein kleines Mädchen, bin ich dann hin so, Herr Röhrl, könnten Sie vielleicht in meinem Auto unterschreiben? Er ist einfach gut drauf, finde ich. Der ist lustig, der ist sympathisch. Ist halt einfach auch eine Ikone. Ja. Genau, kommen wir zum Innenraum. Momo Kors Lenkrad. Jetzt muss ich nur überlegen, 32 oder 35 Millimeter.
Mittelkonsole nachgerüstet. Die mit war den- original dann gar nicht drin? Nein, der hat original gar keine Mittelkonsole. Die ist nachgerüstet mit eben den Anzeigen, Öldruck, Öltemperatur und Batteriespannung. Funktioniert auch? Ja, nur die Temperatur nicht wegen, da muss ich noch schauen, ob es am Geber oder an der Anzeige liegt, weil die schlägt bei 2000 Umdrehungen aus. Alcantara Schallzack, Alcantara Kopfstützen und Alcantara Dachhimmel. Das hast du aber nicht selber gemacht, oder? Nein, ich habe es versucht, bin kläglich gescheitert und habe es dann machen lassen. Was ich selber gemacht habe, war A- und C-Säulen, die habe ich selber bezogen. Wir haben es nämlich beim E36 auch selber bezogen und also Himmel selber beziehen, wer das Ist- selber beziehen kann, Hut ab. Also das ist eine Arbeit, die ist... Ja, und sonst ist die Ausstattung innen eigentlich original. Also die sind so... Die Sitze ist alles original. Aber die sehen doch richtig gut Ja, aus. Also jetzt sind so, sie auch. so die Wangen. Ja. Das ist schon echt noch... Türpappen sind auch noch alles original. Ja, alles original. Alles original. Jetzt schaut euch mal die Stoffsitze an. Also das ist wirklich... Da kannst du nicht meckern. Die sehen noch aus wie damals. Das kann wahrscheinlich auch keiner mitmachen. Selten. Außerdem schleift's, wenn hinten Leute sitzen. Weil sonst hast du ja auch gerade die Probleme, gerade jetzt, sage ich mal, beim Einstieg vorne mit dem Wangen, dass die halt mal ein bisschen, aber das geht ja bei der... Das war auch damals noch Stoff. Ja. Ja, gab aber auch Leder. Also beim Facelift dann. Gab es ja zum Beispiel auch in der Fire and Ice, gab es ja auch schwarzes Leder zum Beispiel. Also nicht unbedingt dieses lila, was ist das, lila-rosa, gab es ja auch schwarzes Leder zum Beispiel gab es auch. Oder beige. Wir haben uns heute den falschen Ort ausgesucht. Ja, da war nie was los bis jetzt. Kaum sind wir jetzt hier und drehen, ist hier voll Action. Dann müssen sie alle aufräumen. Nein? Nein. Oder möchtest du es verkaufen? Danke. Die jetzt dein Auto gleich verkaufen will. Ja, genau. Wenn du deinen Preis Das schon Auto ist nicht verkäuflich. Für kein Geld der Welt, für keine Millionen, für keine 2, für keine Milliarden. Unverkäuflich. Das ist so dein Das ist mein Baby. Ist das jetzt eigentlich mal schon so dein Traumauto, wo du sagst, da geht nichts drüber? Oder hast du noch einen, wo du sagst, der ist auch mit? Also ich stehe immer noch auf E28, was ich mir immer noch eingebildet habe, massiv. Der kommt schon irgendwann mal, wenn sich was ergibt. Aber ich habe das Auto mit 18 und da steckt so viel Geld und Liebe und Erinnerung. Für mich ist es mehr als einfach nur ein Auto. Für mich gehört das Auto zur Familie, genauso wie meine Carva. Das gehört auch zur Familie. Wir haben ja noch, ich habe ja bei Instagram wieder den Leuten Fragen gestellt, ob sie Fragen zu dir haben. Und da kam diesmal wieder eine Flut von Fragen. Und ich würde sagen, das machen wir jetzt mal. Erste Frage. Wie bist du zu deinem Beruf gekommen und hattest du schon mal schlechte Erfahrungen? Wie ich zu meinem Beruf gekommen bin, über meinen Papa, der selber Hobbyschrauber ist und ich einfach immer schon dabei war. Und ja, schlechte Erfahrungen habe ich viele. Von der männlichen Seite? Ja, von der männlichen Seite her. Aber man muss auch sagen, es war jetzt nicht alles schlecht. Aber mir wurden schon sehr viele Steine in den Weg gelegt. Ja. Gab es da so Neid von den Männern? Ich weiß es nicht, ob es das Ego ist, ob es Neid ist, ob es Vorurteile und Rollenklischees sind. Meine Erfahrung ist, man kann machen, was man will. Entweder wird man akzeptiert oder nicht. Selbst wenn man besser ist. Wenn einer einfach das nicht leiden kann oder sagt, nee, dann ist es so. Da kann man machen, was man will. So, jetzt aus meiner Sicht, also aus der männlichen Sicht, was gab es denn für Vorfälle? Oder einen Vorfall, sag ich mal, der dich ein bisschen gebrandmarkt hat? Ein Kunde wollte nicht, dass eine Frau sein Auto repariert. Da hat der Chef ihn aber dann noch weggeschickt oder hat gesagt, ja, dann er gibt die Arbeit so raus, wie die Mechaniker gerade frei sind. Dann gab es natürlich in der Lehre auch Mechaniker, die mich nichts machen lassen wollten, weil sie der Meinung waren, eine Frau gehört nicht in die Werkstatt. Ich hatte einen Lehrling, der meinte, der halt 2 Meter groß war, der sich aufgebäumt hat, vor mir mich angeschrien hat, dass ich den Rücktritt quasi angetreten habe. Ich weiß gar nicht mehr, da ging es wahrscheinlich um irgendeine Lappalie. Ja, und einfach auch, die haben immer wieder versucht, mich schlecht zu machen vom Chef. Wir haben Lügen wurden verbreitet über mich, hinter meinem Rücken wurde sehr viel geredet. Ja. Das ist nicht schön. Also ich Nein. glaube, da kriegst du dann irgendwann denkst du dir dann so, warum mache ich das überhaupt? Ja, ich war sehr oft schon an diesem Punkt, aber ich liebe diesen Beruf. Das ist meine Leidenschaft. Ich mache das wirklich gerne. Und da beiße ich mich dann einfach durch. Also eine richtige Kämpferin. Ja, muss man aber, glaube ich, auch in einer Männerdomäne sein. Zumindest was meine Erfahrungen jetzt betreffen. Steht sie mehr auf die ältere Generation oder darf es auch ein jüngeres Automodell sein? Hauptsächlich alte Autos, ja. Also ich finde schon auch Sima Golf GTI oder sowas oder R, das ist ein sehr schönes Auto. Oder auch der G20, den finde ich jetzt auch nicht so schlecht. Oder generell neue Autos. Es gibt von jedem Auto oder von jedem Hersteller alt und neu, wo mir gefällt, aber generell eher ältere Autos. Sauger oder Turbo? Eher Sauger.
Aber ich habe schon ein Turbo-Projekt auch gerade anstehen. Was? 1.8er T für meinen roten Jetta in einem anderen Video, wo wir gesehen haben, genau. Welches war dein allererstes Auto eigentlich? Der Golf. Ja. Ja, steht er. Ja. Was ist dein Traumauto und kennst du noch andere Mädels in deinem Freundeskreis, die sich auch mit Autos beschäftigen? Traumautos für mich M F1 mit dem BMW-Motor. Audi R8 erste Generation in weiß mit der Carbonverplankung. E30 M3 definitiv. Mein Ex-Freund hat ja so ein Auto, einfach, das weiß ich nicht, das löst so viele Emotionen aus. Dieser Arsch, diese Backen, der Klang, einfach das ganze Auto. Und in die 28, was ich unbedingt noch haben will. Hast du alles selber umgebaut? Ja. Du baust selber alles an deinem Auto Ja. um? Oder Ja. gibt es auch Sachen, wo du sagst, da gehe ich nicht ran? Nee, also Elektrik bin ich nicht so fit, sag ich mal. Und mir fehlt natürlich die Erfahrung motortechnisch. Aber da ich ja gerade aktuell meinen Jetta aufbaue, den goldenen Jetta eben, da mache ich auch Motor, alles selber. Aber mein Ex-Freund hat mich da halt sehr unterstützt und unterstützt mich weiter bei dem Projekt. Lohnt es sich deiner Meinung nach, in der heutigen Zeit noch eine Ausbildung zum Kfzler anzufangen? Ja, lohnt sich schon. Also ich verstehe die Frage nicht, weil entweder möchte man es lernen oder möchte man es machen oder nicht. Ja. Man sollte generell Er meint das machen, wahrscheinlich, was man wenn es möchte. jetzt mehr so in die Elektrikschiene geht, aber dann gibt es, denke ich, auch noch immer noch Deswegen was gibt es am Auto. immer noch mechanische Bauteile trotzdem. Und die alten Autos wird es ja auch immer noch irgendwie geben und einen Markt dafür. So schnell verschwinden die nicht. Nein. Die kriegt man nicht. Solange wie es uns gibt, Genau. gibt es noch alte Autos. Vielen lieben Dank, dass du nochmal zum 3. Mal bei uns im Video mitgemacht hast. Vielleicht kommt ja noch ein 4. Mal, weil Ja, E30 für meine war ja 30. auch interessant für uns. Also falls ihr den E30 von Sarah noch sehen möchtet, schreibt es uns bitte in die Kommentare. Und hast du noch was? Nee, ich finde es nur super, dass ihr wieder hier nach München hergekommen seid. Ich freue mich jedes Mal, jederzeit gerne. Du darfst uns auch gerne mal in Ja, Bamberg besuchen. machen wir bestimmt vielleicht nächstes Jahr, wenn die Saison ist. Und dann komme ich vielleicht mit dem Jetta. Schauen wir mal. Dann wieder fleißig Daumen nach oben und dann sehen wir uns im nächsten Video.